So, Leute, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen in einer neuen Folge. Was haben wir hier? Wir haben hier ein 936 Fendt One, nagelneu die Kiste. Ich muss mal gucken, wo überhaupt der Schlüssel dafür ist. Und ich erzähle euch erstmal gleich, warum der hier ist. So, ich habe erstmal gerade noch das Kabel hier gesucht, dieses Verlängerungskabel, um den Sensor anzuschließen. Gibt viel zu erzählen. Ich muss aber erstmal hier mal ein bisschen was einrichten. Und zwar wie war das? Ich glaube, ich muss auch erstmal einmal telefonieren. Damit ich das wieder hier hinkriege. Mit dem ganzen System. Genau, Geräte. Ich glaube, die Baudrate in einem Speicher. Ich glaube, ich muss erst mal telefonieren, wie das war, damit die sich alle hier kommunizieren und dann geht das los. So, ja, dann fahren wir erstmal los. Also, irgendwie kommuniziert der Isaria noch nicht mit dem Fendt-Terminal. Ich kann mich erinnern, das war letztes Jahr auch eine kleine Hürde, bis das dann endlich mal ging. Das Problem ist ja, normalerweise sind die Profile angelegt, du brauchst das bloß abhaken. Aber der Streuer war ja letztes Jahr kaputt, wenn ihr euch erinnert, der hat ja gequalmt. Und den haben wir jetzt repariert und deswegen hatte ich ja einen Ersatzstreuer am Laufen hier mit dem Isaria-Streuer. Nichtsdestotrotz, ich will jetzt einfach bloß die Gerste abstreuen, da wo ich nicht hinkomme. Ich habe jetzt Harnstoff drin, 2,5 Tonnen. Und mein Streuer, der Trecker und der Sensor, der geht jetzt eigentlich nur zum anderen Betrieb. Dort wollen wir die Gerste jetzt mit Streuer, mit dem Isaria-Sensor versorgen, beziehungsweise abstreuen. Und das ganze ja mit meinem Streuer. Deswegen haben wir die Kombination jetzt hier schon vorgefertigt, haben den Schlepper abgeholt, so neu wie der ist. Und der fährt dann da zu dem Betrieb. Wie gesagt, das ist ja der Betrieb, mit dem ich zusammenarbeite. Und ja, dann kooperieren wir natürlich ein bisschen mit Technik und teilen uns die Technik auch. Darum geht es eigentlich im Prinzip. Technik teilen, damit das wirtschaftlicher ist und günstiger für beide Parteien. So, deswegen, ich habe ja momentan auch einen Zubringer von ihm auf dem Hof mit Schlepper dafür. Und für Strip-Till haben wir ja dieses Jahr ein 942. 8RX, ja, der macht irgendwelche anderen Aufgaben, aber wenn der Betrieb sagt zu mir, pass auf, ich habe dieses Jahr 942 für mich, ist das okay? Ja, warum nicht? Bin da kein Typ, der sich da ewig anstellt und sagt, nee, ich wollte aber einen 8RX, nee. Was wir aber haben zum Testen, und das wird ganz spannend, den holen wir morgen früh ab, ist ein 8R E-Autopower. Und zwar möchte ja John Deere gerne nochmal den zeigen, wie der sich so vom Strip-Till macht. Das war ja immer so ein bisschen der Schwachpunkt der E23-Getriebe in den großen Büffeln. Gezogen haben die ja wie Sau. Und da bin ich gespannt, ob man da den Unterschied merkt. Aber das seht ihr dann in der nächsten Folge, zumindest wenn wir den abholen. Ich war jetzt 3 Tage unterwegs. Wie gesagt, ich mache nebenbei nicht nur meinen Betrieb, sondern ich mache auch ein bisschen Ackerbauberatung für 2 andere Betriebe. Und ja, da geht es halt nicht nur um Pflanzenbaubasis, sondern auch ein bisschen um Betriebsoptimierung in Sachen Technik und, um die quasi ein bisschen zukunftsorientierter zu gestalten und ein bisschen wirtschaftlicher zu gestalten. So viel dazu. Deswegen bin ich ja dieses Jahr nicht aktuell bei jedem Meter, den meine Technik fährt, dabei. Ist ein bisschen blöd für euch im Content, aber für mich muss es entwicklungstechnisch ja auch weitergehen. Ich muss mich auch irgendwie weiterentwickeln, wenn ich schon nicht irgendwie hier in meiner Region mit Landwirtschaft wachsen kann, weil die alle hier Land kaufen und Acker kaufen wie die Wahnsinnigen. Ja, da muss ich erst mal gucken. Ich fahre jetzt erstmal zum Acker und dann sehen wir uns wieder. So Leute, da vorne habe ich mich letztens halb festgefahren und hier muss ich das immer noch krass umfahren, obwohl die Kombi hier jetzt gar nicht so schwer ist, gut bereift ist. Aber ihr seht, ich fahre immer noch Spuren rein, obwohl ich das sehr, sehr weit umfahre hier. Ich muss euch sagen, ich werde langsam warm mit Fendt One. Das sage ich euch so, wie es ist. Das ist, inzwischen sage ich, ist es vielleicht fast intuitiv. Ich will es noch nicht zugeben, aber nach wie vor habe ich keine Erklärung für Fendt One bekommen. Das heißt, wie wir das hier einstellen,
wie man Isobus hier rauf kriegt. Gut, Isobus kriegt man alleine rauf, aber Section Control, so den ganzen Kram, Spuren anlegen, kriege ich inzwischen hin. Wie gesagt, Sensor kommuniziert noch nicht. Ich lasse den einfach jetzt bloß mitlaufen, um wieder ein paar Daten zu erheben. Aber dass der hier Stickstoffmangel hat, ist ganz klar. Der sieht vorne, wo ich letztens mit Flüssigdünger war, viel, viel besser aus. Wie gesagt, ich versuche den jetzt hier erstmal so zu versorgen mit granulierten. Und dann müsste ich eigentlich bis dahin kommen, wo ich Flüssigdünger gefahren habe. Und dann muss ich die nächsten Wochen gucken, dass ich hier das nochmal mit Flüssigdünger irgendwie ergänzt. Die ganzen Ecken, alles, was ich ausgelassen habe, das ist ja nicht wenig. Ja, so viel dazu. Jetzt ist natürlich aktuell wieder so, Geld ausgeben mag man ja gar nicht so. Hier ganze Dünger ist ja alles wieder richtig teuer. Obwohl es gar nicht richtig teuer ist, aber es hat ein straffes Niveau für die Preise, die wir kriegen. Wenn man mal bedenkt, vor 2 Jahren hatten wir diese extrem hohen Düngerpreise. Da hatten wir aber auch richtig, richtig gute Weizen-, Rapspreise, Gerstenpreise. Jetzt sieht das Ganze anders aus. Jetzt haben wir 130 in der Gerste, wir haben 200 für den A-Weizen. Also es ist wirklich, wirklich wenig. Und da möchte ich euch den Sponsor des heutigen Videos vorstellen. Und zwar CropSpot. Ich habe CropSpot schon mal letztes Jahr vorgestellt. Und zwar ist CropSpot eine Plattform, die Landwirten hilft, ihre Agrarprodukte zu vermarkten. Das Ganze wurde von 2 jungen Männern gegründet. Die kommen aus der Branche, die haben mit Agrarprodukte gehandelt, die haben mit Getreide gehandelt und haben gesagt, Mensch, wir müssen was machen, wir müssen das für Landwirte besser gestalten, die müssen mehr Vermarktungsmöglichkeiten haben. Und die Plattform hat sich inzwischen richtig cool entwickelt. Denn es gibt nicht nur Weizen, Raps, Gerste da, sondern wir haben auch wirklich Erbsen dabei, wir haben eine Sojabohne, wir haben Hafer dabei. Ich persönlich würde mir natürlich in Zukunft noch eine Sonnenblume wünschen oder Hanf oder ein Lein. Aber es geht richtig voran. Und dort seid ihr in der Lage, euer Getreide selber zu vermarkten. Das heißt, ihr bietet das an, dann, wenn ihr verkaufen wollt. Ihr könnt jetzt schon die kommende Ernte vermarkten, euch kontraktieren. Und ihr könntet zum Beispiel auch von CropSpot die chargenweise Vermarktung nutzen. Und zwar ist es dann so, dass ihr sozusagen eine bestimmte Charge festlegt, die ihr zum Beispiel für den Winter vermarkten wollt. Meinetwegen, ihr habt 500 Tonnen geerntet, Weizen Qualität A und nochmal 200 Tonnen Weizen Qualität B. Dann könnt ihr das CropSpot an die Hand geben und ihr sagt, ihr macht eine chargenweise Vermarktung. Die Preise werden dann nochmal mit einem unabhängigen Schiedsgutachten festgelegt bzw. überprüft, sodass alles fair abläuft und dann könnt ihr eure Produkte dort vermarkten. Ihr müsst nicht unbedingt diesen Dienst nutzen, ihr könnt auch, Moment, ich muss ja hier nebenbei mal ein bisschen aufpassen, was ich mache, ihr könnt auch natürlich eure Chargen selbst vermarkten. Ihr könnt einfach Angebote erstellen, dann werden euch Preise angeboten, also meinetwegen ihr inseriert 100 Tonnen Weizen, dann bekommt ihr Preise. Ihr müsst erst das annehmen, wenn euch der Preis auch zusagt. Das heißt, beziehungsweise, wenn euch der Preis letztendlich zusagt, stimmt ihr dem Ganzen überein. Es kommt dann zu einem Deal und dann kommt eine Gebühr von 1 Euro pro Tonne für diese Plattform zustande. Alles andere dabei ist kostenlos an dieser Plattform. Das heißt, ihr könnt euch permanent über Preise informieren. Das Ganze gibt es inzwischen per App. Dann gibt es aktuell immer Nachrichtenschreiben von dieser Plattform. Ich nutze das Ganze schon länger und wie gesagt, ich kann euch das wirklich wärmstens empfehlen. Ich habe da selber schon drüber vermarktet. Bei mir ist immer so ein bisschen das Problem, ich kann leider nicht selber einlagern und kann immer nur das vermarkten, was ich aktuell zu liegen habe, beziehungsweise was ich ernte. CropSpot.com könnt ihr gerne mal reingucken. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung und registrieren lohnt sich. Wie gesagt, das Ganze ist erstmal kostenlos, sich über die Preise informieren und der Preis kommt letztendlich dann nur zustande, wenn ihr wirklich auch Güter vermarktet. Also, man sieht inzwischen auch richtig, wo ich mit Flüssigdünger war und wo nicht. Das ist deutlich dunkler dann, aber ich merke schon hier, sind überall weiche Stellen, fängt der Trecker an zu rutschen und zu schmieren. Aber ich meine, wir haben jetzt schon über Mitte März, es ist der 14. März und ja, wie lange will man jetzt noch warten mit Nährstoffe? Langsam kostet das Ganze auch richtig Ertrag. Und ich bin so ein Typ, eigentlich sitze ich das gerne noch mal aus, aber irgendwann muss man dann wirklich und da müssen Nährstoffe hin und das nützt ja mal nicht.
So, von daher fahre ich jetzt erstmal hier weiter. Morgen früh, wie gesagt, holen wir in der Folge hier den 8R ab. Und nach wie vor bin ich begeistert. Also ich bin begeistert auch letztes Jahr vom Sensor und kann euch genau sagen, der Sensor hat deutlich, na, der hat nicht deutlich, aber der hat schon anders gestreut als ich. Also im Mittel hat er immer so gestreut, wie ich mir das gedacht habe. Also wenn ich mir gedacht habe, okay, ich gebe jetzt dem Weizen 50 Kilogramm Stickstoff, dann hat der 50 Kilogramm Stickstoff im Mittel schon gegeben auf die Flächen. Aber dass er eine Fläche mit 10 N durchgehen lassen hat und eine mit 80 N und am Ende war es ertraglich und proteintechnisch wirklich ausgeglichen. Das heißt, da wo ich nur noch 10 N gegeben habe, habe ich wirklich auch eine A-Qualität geerntet, was sehr, sehr positiv ist. Und da, wo ich viel gegeben habe, habe ich auch eine A-Qualität geerntet und habe nicht einen zu üppigen Bestand gehabt. Also das hat mir sehr zugesagt. Auch das Ganze nochmal in Kombination mit Wachstumsregler kann ich euch wirklich empfehlen, so einen Sensor hier. Wenn man sich das auch mal auf den Hektarpreis runterrechnet, dann kostet das am Ende auch nicht mehr als 4-5 Euro pro Hektar, diese ganze Technik. Aber ich habe natürlich entsprechend Fläche dahinter. Ja, wenn man jetzt nur 100 Hektar hat, dann ist die Variante natürlich an den Spiegeln deutlich attraktiver. Die gibt es schon für viel, viel weniger Geld. Der kleine Haken ist so, die braucht immer Tageslicht. Ja, also Bewölkung macht jetzt nichts, aber die brauchen immer Tageslicht. Dieses Modell fährt auch nachts vom Isaria-Sensor. Also es sind so Fragen, die halt permanent von euch kommen. Dann können wir die einfach mal mit aufnehmen. Dieses Modell kann halt auch nachts fahren. Aber wie gesagt, das ist interessant und es ersetzt nicht das eigene Auge und es ersetzt auch nicht die eigenen Kompetenzen. So, das Ding ist auch der Sensor sieht jetzt hier die Unterschiede. Er sagt hier normal versorgt, wo wir hier gerade fahren. Wo wir keinen Stickstoff hatten, zeigt er unterversorgt an. Ja, was wollen wir machen? Und wenn wir nicht raufkommen, kommen wir nicht rauf. So, schnell einmal den Akku getauscht, aber der ist hier auch leer. Ich muss meine Powerbank wieder einstecken. So, Steuer ist leer und hat genau gepasst. Ey, Gott sei Dank, vielleicht haben wir 50 Meter nicht drin. Das ist dann auch okay, wenn das so ist. Ich mache jetzt hier aus, mache jetzt auch den Bildschirm aus, damit das hier alles nicht so blendet. Oh, ja, wieso will ich das vorne da einklappen? Ganz stark, Hannes, ganz stark, Hannes. So, wie geht der an? Da an der Seite ging an. So, hier können wir jetzt oben einstellen, die Scheiben hören sich auf zu drehen. Ich will nochmal zeigen. So sieht der Steuer aus vom Interface und wenn ich jetzt hier drücke, fängt er jetzt an, die Drehscheiben zu drehen, kalibriert sich dann, das ist dieses EMC-Prinzip, macht er die Leerlaufmessung und kann dann nachher anhand der Widerstände der Paddeln feststellen, ob überall gleich viel rauskommt. Genau, so sieht das aus hier. Update letztes Jahr gekriegt, das heißt hier, ich kann relativ viel Teilbreiten hin und her schalten. Und was haben wir hier noch für eine Funktion? Ich kann mir, glaube ich, noch Tasten belegen und was man natürlich jetzt machen kann, und das muss man sagen, ist ganz nice, man sieht jetzt viel mehr Daten durch Fendt One. Also man kommt viel besser über die ganzen Einstellungen, über die ganzen Terminals hier durch. Das hat sich wirklich deutlich verbessert. Und ich muss sagen, ich habe jetzt nun zwei Mal Kontakt hier mit Fendt One gehabt. Geht schon? Ja, jetzt geht los. Und es wird von Mal zu Mal besser. Und ich kann euch jetzt inzwischen sagen, ich glaube, ich mag es jetzt langsam. Wenn ich vielleicht noch mal eine Einweisung darauf kriegen würde, dann würde ich, glaube ich, noch mal richtig durchsehen. Aber ich denke, ich werde mit dem 8R ja nicht komplett Strip-Till bei uns schaffen, sodass danach ein 942 eigentlich auch mit One draufkommt. Und danach, genau, werde ich wahrscheinlich woanders auch nochmal Strip-Till fahren. Also ich glaube, das wird nicht das letzte Mal dieses Jahr sein, dass ich da einen mit One fahre. Wie gesagt, ich glaube, ich mag's, aber ich freue mich jetzt auch so ein bisschen morgen auf den 8R mit E-Auto-Power, weil das Getriebe interessiert mich wirklich furchtbar krass nochmal. Genau, hier finde ich auch geil, dass man inzwischen das Section Control einfach hier hin und her schalten kann. Und demzufolge weiß er auch hier, er schaltet manuell oder er schaltet automatisch. Geile Sache, man fährt nur noch ab, die Bestände, ich mag's wirklich. So, ich fahre jetzt zum Hof, zu meinem kleinen Anton, schmeiße ich mich ins Bett und dann geht's morgen weiter. Eigentlich wäre noch geil gewesen heute zum Spritzen, aber hier brauche ich nicht herfahren. Also als ich hier die erste Runde gefahren habe, hat er eigentlich den Jungs schon auf dem Hof gesagt, Mensch, wenn ihr heute Abend mit den Zubringern da seid, baut mal mir die Spritze noch an. Und dann bin ich erste Runde rumgefahren, habe ich angerufen, lass mal, brauchst nicht anbauen, lohnt sich nicht. Von daher, alles andere ist erstmal soweit
gespritzt. Wochenende habe ich richtig abgerissen, über 200 Hektar. Und jetzt habe ich noch, glaube ich, 20 Hektar, wo ein Totalherbizid fehlt. Das müsste ich demnächst noch machen, damit da nicht so viel Wasser verloren geht. Und ansonsten bin ich wirklich up to date. Der Raps inzwischen hat sich richtig gut entwickelt. Der sieht inzwischen richtig gut aus. Hier die Gerste, die entwickelt sich auch langsam besser. Man sieht zum Beispiel hier am Anfang schon, wo ich mit Flüssigdünger gefahren bin. Wie gesagt, ja. Ansonsten sehen wir uns morgen um 8 Uhr. Ich freue mich und bis morgen früh. So, da sind wir. 8R E-Auto Power. Gerade abgeholt. Mich interessieren immer die Stunden. 380 Stunden hat er jetzt auf der Uhr. Vorführer. Genau. Den bekommen wir jetzt von John Deere für einen Teil des Striptills, nicht alles, nur einen kleinen Teil. Also. Und bin gespannt, wie der sich haben wird. Wir haben ja letztes Jahr, ich habe ja in den Videos gesagt, zum 8RX, bin gespannt, wie sich so ein E-Auto Power fahren würde, wenn es stufenlos wäre. Es fährt sich gut. Fährt sich super geschmeidig. Also im unteren Bereich merkt man schon ein bisschen so ein Ruckeln. Das hat er mir auch erklärt. Bis 5 km/h treibt der E-Generator direkt die Achsen an, glaube ich. Ne, direkt das Getriebe an. Das ist schwierig. Ich glaube, ich kriege es nicht mehr wieder richtig hin. Also er hat 2 Generatoren drin. Und über 5 km/h speist der Generator dann einen anderen Generator, der direkt ins Getriebe einspeist. Ich glaube, so war es. Nagelt mich nicht drauf fest. Aber auf jeden Fall hat man dadurch wohl eine bessere Kraftübertragung, weil es elektrisch ist. Ja, das heißt, der Motor treibt irgendwo Generatoren an. Ja, ein kleines Ruckeln merkt man manchmal zwischen den Stufen. Aber es fährt sich schon ultra geschmeidig. Und auch sehr komfortabel, muss ich sagen. 8R ist eine komfortable Maschine. Gerade die Größe der Kabine ist immer noch mit die beste am Markt, meiner Meinung nach. Und letztes Jahr war es ja so, ich habe den RX gefahren, den 8RX. Aber beim Striptill ist es oft so, dieses Schalten in Kombination mit Zugkraft und so, das fährt sich nicht optimal. Weil gerade wenn man langsamer fährt, man lässt das Striptill runter, dann muss man so ein bisschen, wenn man jetzt mit E23 Getriebe fährt, den 8R so auf Laune halten. Immer so ein bisschen mit Gas arbeiten, Kupplung lösen lassen und trotzdem kriegt man das hin, dass das Ding mal absäuft. Und das will man ja nicht. Und deswegen war in der Vergangenheit auch, wo ich gesagt habe, der 1050 oder ein 900er hat sich davor schon besser gefahren. Durch diese Stufenlose, weil du brauchst teilweise Zugkraft, sehr, sehr doll. Du brauchst aber auch Zapfwellenleistung und Drehzahlen. Und deswegen macht sich das vielleicht manchmal ein bisschen besser, wenn das Ganze stufenlos geschieht. Ja, und dann bin ich einfach froh, oder beziehungsweise froh nicht, und dann bin ich eigentlich ja auch ganz zufrieden, dass das jetzt klappt. Fährt sich super geschmeidig, muss ich euch sagen. Die Karre ist übelst leise. Der Traktor ist übelst leise. Die Karre. Die Maschine ist übelst leise. Fährt sich wirklich geschmeidig. Man hat also das Feedback zum Fahrpedal fühlt sich, also es ist ganz weich. Also ich bin total gespannt, wie der vom Striptill laufen wird. Wenn er wirklich so gut zieht, wie sonst ein Johnny auch zieht, dann ist das wirklich ein guter Hybrid und ein guter Kompromiss. Was mir gerade einfällt, der wird ja nur 1000er Zapfwelle. Ja, der hat nur 1000er Zapfwelle oder 1000er Echo-Zapfwelle. Ja. Und natürlich auch Massagefunktion. Oder? Nee, Massage hat er nicht. Finde ich ja ganz positiv, habe ich letztes Mal beim RX schon angemerkt. Ich finde, diese Massagekugeln merkt man über den Tag verteilt ein bisschen. Und dann ist das nicht ganz so couchig. Was man wirklich merkt, so in dem Bereich, so bei 3 km/h und bei 5 km/h hört man wirklich so ein kleines Klacken. Aber es ist eher ein Klacken, das merkt man beim Fahren gar nicht wirklich so doll. Genau. Oh, es ist einfach ein Traum. Wie komfortabel das Ding liegt. Ist mir gestern auch noch mal aufgefallen beim 936, den ich gestern gefahren bin.
Mein Gott, sind diese Oberklassentraktoren inzwischen komfortabel. Das ist einfach nur noch ein Schweben. Bin ja die letzten Tage jetzt ein bisschen mit dem 826 gefahren, weil ich mir den für dieses Jahr einfach als Zweitspritzschlepper aufbaue. Denn der 930 wird voraussichtlich den ganzen April mit Einzelkorn unterwegs sein, beziehungsweise ab 15.10. ungefähr und dann so ungefähr 20 Tage wird er mit Einzelkorn unterwegs sein. Das heißt, ich brauche jetzt einen Spritzschlepper. Und dann habe ich mir deswegen so ein bisschen den 800er aufgebaut, um damit zu arbeiten. Und da ist mir schon aufgefallen, der 800er ist auch schon eine komfortable Maschine. Aber so noch mal der Step zu einem 900er Fendt oder jetzt wie hier der 8R. Mein Gott, sind die komfortabel. Das ist einfach wie Schweben. Gut, der 8R ist jetzt auch wirklich sehr, sehr gut bereift mit Axiobip, Michelin-Bereifung. Die Federn an sich auch schon gut. Aber es ist überhaupt nicht mehr so sprunghaft gewohnt. Und das ist auch so ein bisschen, der Fahrkomfort von den 8R war schon immer gut. Aber dieses E23-Getriebe, ich weiß, dass das einige unter euch mögen. Aber außer die brachiale Zugleistung habe ich nichts für dieses Getriebe wirklich übrig. Weil der Fahrkomfort ist wirklich, ich finde ihn grauenhaft. Aber das ist meine persönliche Meinung. Das können viele von euch, glaube ich, sehen das anders. Aber wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Und da war ich deswegen wirklich auch gespannt hier auf dieses E-Auto Power. Also in den ersten Metern überzeugt das wirklich, fährt sich schon mal komfortabel. Und normalerweise war ja ein 800er, ein 8R gar nicht geil für die Straße. Man hat jeder gesagt, ja, ist okay, für die Straße überhaupt nichts. Und wir haben auch einmal mit unseren 8400er, da musste ein Fahrer auch mal eine Woche mit einem Harve fahren. Der hat da wirklich 2 Wochen schlechte Laune gehabt vom E23-Getriebe. Aber das hier ist wirklich ein Gefährt, damit kann man auch mal Transport fahren, zur Not. Zur Not, Leute. Ja, ich weiß, dass viele sagen, oh, viel zu teuer, aber auf großen Betrieben müssen Sonderteile auch mal Transport fahren, das nützt ja nun mal nicht. Und wenn man ja auch mal sieht, bei namhaften Lohnern laufen auch 900er Fans vor einen Ladewagen. Gut, Ladewagen ist noch die eine Sache, aber auch vor einem Zubringer. Und das ist dann tatsächlich schon eine andere Sache. Aber komfortabel, zweifelsohne. Leute, ich muss gleich erstmal noch direkt danach zum Acker, Bestandsaufnahme machen und dann sehen wir uns ansonsten nachher im 942 beim Ausbringerfahren. Bis dann. Da sind wir wieder in der nächsten Maschine. Ja, Moment. Gang einlegen. Und ich habe jetzt hier schon, ich glaube, das ist jetzt das 6. Fass. Nee, doch. Ich weiß es nicht. Oder das 5. ist ja auch egal. Flächen sind hier gut befahrbar. Im Gegensatz zu da, wo ich gestern Abend war. Aber hier ist auch deutlich sandiger als gestern Abend da auf der Fläche. Da würde ich mich nicht mit dem Güllefass hintrauen. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hier alles fertig. Und dann muss ich mal sehen, ich wollte eigentlich da, wo die Sonderkulturen hinkommen, schon nochmal Gereste fahren. Jetzt ist das aber, sieht wohl so aus, als wenn das relativ knapp überall ist mit Gereste dieses Jahr. Werde ich erstmal direkt mit Strip-Till starten und dann vielleicht die Gereste im Bestand fahren bei den Sonderkulturen oder einfach Flüssigdünger fahren. Je nachdem, wie gut ich da vorankomme. Ja, wenn wir hier fertig sind, Strip-Till. Das ist erstmal der Call. Da bleiben wir auch bei. So, ich habe das Ganze hier auf den Joystick gepackt, die Funktion. Das heißt, wenn ich jetzt hier ausklappen will, das Bohrmech muss mal nachgestellt werden, damit es auch direkt gleich immer rausspringt. Das heißt, ich halte jetzt hier gedrückt. Jetzt klappt das Bohrmech aus. Hier habe ich mir die Fahrgasse schon freigelassen zum Fahren. Ich fahre ja nur jede dritte Fahrgasse sozusagen. Wie man ja sieht, hier muss ich einmal dazwischen fahren und hier ist dann eine Fahrgasse. Ja, lässt sich nun mal leider nicht ändern. Auch nach wie vor, sage ich euch, ein 27 oder 30 Meter Gestänge wäre absolut nicht im Budget gewesen, wäre doppelt teuer, so teuer gewesen. Und dafür fahre ich viel zu wenig Gereste im Bestand. So, jetzt kommt überall was raus und dann Schub. Wir fahren hier 25 Kubik auf dem Hektar und das ist ja hier Weizen nach Mais. Sieht ziemlich gut aus. Was man natürlich jetzt so gesehen hat, die letzten Tage, wir haben hier 3 Tage hintereinander wieder Frost gehabt. Das bremst natürlich enorm die Pflanzen ein.
Und jetzt kommt wieder Frost. Das heißt, das richtig üppige Wachstum haben wir noch nicht. Ja, und dann muss man einfach sagen, klar, die Böden sind noch feucht, aber es hat ja wieder 2 Wochen nicht geregnet und irgendwie, man hat jetzt schon ständig Angst. Obwohl es überhaupt noch keine Not ist, dass es sofort jetzt regnen muss. Die Angst ist sofort wieder da und das ist einfach furchtbar. Jan wird jetzt wahrscheinlich wieder sagen, wir sind durch. Sind wir aber nicht. Wir sind ja gerade mal am Anfang der Vegetation. Und dann würde ich sagen, mit diesen Bildern verabschieden wir uns und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann wahrscheinlich bauen wir dann Striptill an auf dem 8R und legen dann auch dementsprechend los. Bin gespannt, wie der so performt und freue mich auch irgendwie wieder mal ein bisschen auf Striptill, mal wieder was anderes. Obwohl ich jetzt kaum fast dieses Jahr gefahren bin. Ja, ist Striptill doch irgendwie doch was Cooles. Bestand fahren ist immer so, da muss man so aufpassen. Ja, Striptill schon auch, aber hier dann wieder hier fahren, da fahren. Also ich sage euch ehrlich, ein 30 oder 27 Meter Gestänge wäre schon geiler. Nur die Fahrgassen fahren, dies, das, jenes. Aber das muss schlichtweg bezahlbar sein. Und wenn man bedenkt, ein 30 Meter Gestänge kostet einfach 100.000 Euro. Mit welcher Rechtfertigung sollen wir das verdienen? Nur weil wir hier einmal rüberrollen und da vielleicht in dieser Spur 10% Ertrag verlieren, müssen wir trotzdem dann erstmal die Differenz von 60.000 Euro mehr ernten. Ja, also wir müssen dann innerhalb von, sagen wir, 6 Jahren 200 Tonnen, 300 Tonnen mehr Weizen ernten, um das hier rechtfertigen zu können. Und wir ernten einfach nicht 300 Tonnen mehr Weizen. Jo, soweit, Leute. Ich wünsche euch einen schönen Tag. So, jetzt sind wir hier rübergefahren. Und weil wir hier nur zwischenfahren, fahre ich sozusagen hier sofort in meine Fahrgasse rüber. Jetzt fahre ich zwar ein bisschen quer, aber dadurch verhindere ich halt, dass ich auf der anderen Bahn zu viel jetzt fahre und zu oft drüber fahre. Das soll ich euch noch zeigen. Bis zum nächsten Mal.